Mit dem Yoga 9i in der 7. Generation hat Lenovo dieses Jahr ein neues Convertible auf den Markt gebracht. Das Ding habe ich mir aus der Nähe angeschaut, ausführlich getestet und meine Erfahrungen sowie die Vorstellung dieses wunderschönen Teils erfahrt ihr nach dem Intro. Ja, ihr Lieben, und damit hallo und herzlich willkommen zu dem Review für das Lenovo 9i in der 7. Generation. Und was alles so in diesem Kasten zu euch kommt, ich würde sagen, das schauen wir uns gleich am Anfang mal an. Erstmal weg damit mit diesem Kasten, denn da war nichts drin. Lenovo packt jede Menge Zubehör dazu. Als allererstes bekommt ihr hier so ein Slim Case, wo ihr das Convertible reinstecken könnt. Und ihr seht schon hier oben eine ganz markante Variante in dieser Tasche, nämlich eine Stifthalterung. Und somit haben wir schon die erste Frage klären können. Ja, es gibt den Prestige 2 Pen dazu. Nein, er befindet sich leider nicht mehr im Gehäuse. Also, das konnten wir schon mal klären. Ja, weiterhin gibt es natürlich ein vernünftiges Ladegerät dazu. So sieht das aus. Das ist ja ein 100 Watt Ladegerät. Man kennt das, ist nichts Weltbewegendes, aber es gehört ja halt dazu. Und geladen wird das Ganze über einen Thunderbolt USB-C Anschluss, nämlich diesen hier. Und das Ganze einfach im Laptop natürlich drin. Der Stift sieht so aus und ich zeige euch das im Verlauf des Videos nochmal etwas detailliert. Ja, das ist er. Der wird hier oben per USB-C geladen und hält dann auch sehr, sehr lange. Wir haben zwei funktionale Tasten mit hier dran. Also ein Eingabestift, so wie man es auch schon von früher her kennt, und der macht seinen Dienst sehr, sehr gut. Der hat eine Drucksensorspitze, habe ich getestet. Ihr könnt also beim Malen auch etwas dicker auftragen, also quasi ein bisschen stärker, und das funktioniert ganz, ganz gut. Wenn man optional noch so ein Slim Case möchte, was ein bisschen größer ist, dann gibt es das hier von Lenovo. Das hatte ich mir noch mit dazu gekauft. Kommt wirklich unter 20 € daher, ist aber sehr funktional. Kleine Tragetasche ist mit dran. Ihr kriegt also hier ein bisschen Zubehör mit rein. Unter anderem natürlich auch den Stift und das Netzteil, wenn ihr auf Reisen seid. Macht sich sehr, sehr gut. Und last but not least ist natürlich unser Lenovo i9 in der 7. Generation mit dabei. Ein wunderschönes Convertible, das macht richtig, richtig Spaß. Ich habe auch viel Freude gehabt, mit dem Gerät zu arbeiten und das Ganze zu testen. Es ist wirklich, was soll ich euch sagen, absolut State of the Art in der heutigen Zeit. Das ist richtig, richtig nice. Die Form und die Haptik von dem neuen Notebook sind sensationell. Die Verarbeitung ist brillant. Ich habe da überhaupt nichts Negatives feststellen können, wirklich nicht. Und glaubt mir, das Ding habe ich wirklich untersucht. Also man macht sowas ja. Man hat ja durchaus hier das Interesse, auch Fehler an dem Gerät festzustellen. Aber ich konnte keine finden. Zu den technischen Details unseres Lenovos kommen wir jetzt. Wir haben ein i7 verbaut der neuesten Generation im Format 1260p. Das Lenovo hat definitiv die Möglichkeit, noch einen 1280p zu verbauen in der höchsten Ausbaustufe. Dann habt ihr wirklich Performance satt. Meine CPU hier in dem Gerät arbeitet bis 4,7 GHz, ohne dass ich das Ganze overclockt habe. Hat 18 MB Cache, also ganz, ganz flott. Wir kommen im Verlauf des Videos auch noch drauf zu sprechen über die Benchmark-Tests, und da seht ihr, was für Performance dieses kleine Notebook hat. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, da war ich wahnsinnig erstaunt. Grafisch, wir haben eine integrierte Intel Iris Xe Grafik und dieser Chip ist für die meisten Anwendungen super geeignet. Ich konnte sogar schon einen Teststream auf Twitch machen, rein vom Notebook her. Also da habe ich wirklich nur das Notebook benutzt, habe dann die externe Kamera dran gemacht und habe wirklich mobil gestreamt, und es hat wunderbar funktioniert. Ich habe dabei die Temperaturen des CPUs mit überwacht und konnte nicht über 80 Grad Wärmeentwicklung feststellen. Die Lüfter waren natürlich an und das Gerät wurde vernünftig gekühlt. Also von daher alles gut, wenn ihr wirklich mal unterwegs einen Stream machen wollt. Das Ganze mit Streamlabs OBS, und diese Software braucht ja natürlich noch ein bisschen mehr Power als die
OBS-Variante könnt ihr auf jeden Fall tun. Ja, 16 GB DDR5 mit 5200 MHz sind hier fest verbaut. Wir können also diese Variante nicht erhöhen. Und das ist das einzige Manko, was ich an diesem Notebook sehe, dass wir nur 16 GB da an RAM-Speicher zur Verfügung haben. Mir wäre es lieb gewesen, wir hätten 32 GB, dann hätte man noch ein bisschen mehr an Anwendungen aufmachen können zur gleichen Zeit. Aber hey, that's it, nun mal so, nicht? Festplattentechnisch ist hier 1 TB verbaut in einer M2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Variante und das Ganze kommt aus dem Hause von Samsung. Die habe ich natürlich auch auf Herz und Nieren getestet und ich muss euch sagen, die ist schon im Vorfeld sehr, sehr schnell. Kommen wir später noch dazu. Ja, wir haben High Definition Audio von Realtek als Chip verbaut. Die Speakers sind 2x3 Watt inklusive Woofer mit an der Seite und ich kann euch sagen, durch das Dolby Atmos und durch Bowers & Wilkins haben wir einen mega geilen Sound. Das ist einfach so und das zeige ich euch nochmal auf der Tischperspektive. Richtig klasse. Frontkamera haben wir eine 2 Millionen Pixel Kamera. Die macht einen soliden Job, mehr aber auch nicht. Das Mikrofon ist vernünftig, das habe ich getestet, ist wirklich okay. 75 Watt integrierte Batterien sind also hier verbaut im Notebook, also Akkus dementsprend. Zum Display 4K OLED. Das Ganze richtig gut als WQUXGA Variante mit 3840 x 2400 Pixel Auflösung, 400 Nits. Schafft das Display also eine sehr gute Helligkeit, da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Und wir haben ein Glossy Display. Ja, das ist so, macht natürlich ein bisschen Schwierigkeiten, wenn man auswärts unterwegs ist, aber es geht, habe ich getestet, auch bei Sonneneinstrahlung kann man mit dem Gerät noch arbeiten. Ist ein bisschen schwierig, geht aber relativ gut. HDR 500 ist mit verbaut und Dolby Vision Touch. Also von daher merkt ihr schon, wir haben einen Touchscreen mit 10 Pointen Multitouch. Ja, Keyboard ist deutsch, wird beleuchtet, sogar automatisch. Das fand ich sehr, sehr gut, hat mir gut gefallen. Das Gehäuse ist aus Aluminium. Anschlüsse zeige ich euch gleich nochmal auf dem Tisch. Es ist zumindest meinem ersten Eindruck nach alles an Bord, was man braucht, um vernünftig mit diesem Convertible arbeiten zu können. So, jetzt würde ich sagen, wir gehen mal runter auf den Tisch und im Anschluss kommen wir zu den Benchmarks. So, ich habe das Lenovo mal in die Convertible-Stellung gebracht und zeige euch mal die Anschlüsse. Hier haben wir den Kopfhöreranschluss, der ist vollkommen okay. Das hier ist ein reiner USB-C-Anschluss und hier ist der Ein- und Ausschalter. Dann geht das weiter. Wir haben hier nochmal so ein paar Löcher mit in dem Rand drin. Das dient für den Sound. Und wenn wir das rumdrehen auf der anderen Seite, da haben wir einen USB-A-Anschluss und zweimal Thunderbolt versus USB-C. Alles der neuesten Generation, also da gibt es absolut nichts zu meckern. Hier könnt ihr das Ladegerät einstecken, das kann man auch auf der anderen Seite machen. Auch hier sind wieder diese Löcher und wenn wir uns das Ganze mal rumdrehen und auf die andere Seite, also auf die Unterseite gehen, dann haben wir hier nochmal riesengroße Lüftungsschlitze, die sind auch hier hinten hinter der Soundbar verbaut und hier haben wir nochmal für die Bassis im Grunde genommen die Möglichkeit, den Sound nach außen dringen zu lassen. So, wenn wir das Ganze jetzt mal aufmachen, dann sieht das Ganze so aus und ich finde auch, dass Lenovo hier für die Tastatur das richtig gut gemacht hat. Und zwar mit diesen Tasten hier drüben. Ihr habt also hier die Möglichkeit, sehr schnell Einstellungen vorzunehmen an eurem Notebook. Hier zum Beispiel haben wir 3 Stufen. Wir sind jetzt im Akkubetrieb, im Sparmodus, jetzt wären wir im Leistungsmodus und hier ist ausgewogene Kühlung angesagt. Also da taktet die ganze Geschichte nur so, wie ihr es auch braucht. Dann haben wir hier noch die Funktion, wenn ihr in einer Zoom-Sitzung seid oder so, dass man hier Glossy Hintergrund machen kann, also so leicht verschwommenen Hintergrund. Das kann man auch einstellen, gibt es ein Programm im Hintergrund dazu. Dann haben wir hier die Möglichkeit, uns den Sound einzustellen auf das, was wir gerade spezifisch wollen. Ob wir jetzt Spiele spielen, Musik hören wollen, Video gucken. Ja, das geht relativ schnell. Auch das ist hinterlegt mit einem Tool. Hier haben wir nochmal die Möglichkeit, hell und dunkel zu unterscheiden. Also ihr könnt ein helles Format oder ein dunkles Format nehmen, je nachdem wie ihr wollt.
ganz, ganz wichtiger Punkt ist der Button hier unten. Das ist für den Fingerabdruck. Das läuft sehr, sehr gut und ihr könnt die oberste Leiste der F-Tasten entweder durch ein ganz einfaches Klicken so nehmen. Da drückt ihr Fn und Escape und dann wäre jetzt die oberste Taste die Taste, die im Grunde genommen mit Funktionssachen hinterlegt ist. Das heißt, ihr könnt also nicht F12 drücken, sondern ihr habt eben hier die Möglichkeit, das alles schnell und einfach zu handhaben. Und ich denke mal, das muss ich euch mal so zeigen, das geht vielleicht besser, dass ihr das Display auch so ein bisschen mit seht. Ja, wenn ich dann hier zum Beispiel drauf drücke, dann habe ich sofort die Lautstärke. Ich kann hier sofort die Helligkeit einstellen. Ich kann jetzt sofort den Flugmodus einsetzen. Ich könnte jetzt sprechen. Ich könnte hier mir ganz einfach meine, ja, ich sage jetzt mal meine Systemsteuerung aufrufen, um da Veränderungen vorzunehmen. Also das hat man sehr, sehr gut gemacht. Die Touch-Varianten hier sind auch sehr angenehm vom Tippen her. Also wenn ich auf der Tastatur schreibe, ist das für mich sehr, sehr angenehm. Ja, wir sehen hier nochmal die Soundbar und ich denke mir mal, wir sollten uns mal ein Stückchen Musik anhören. Wir gehen einfach mal ganz fix auf die Tools. Ich habe da ja so einen kleinen Ordner, da kann man das ruhig sehen, was ich hier alles so habe. Und ich bin ein Liebhaber von dem alten Winamp. Das ist nun mal so. Der wirkt ein bisschen dolle klein jetzt hier. Da, das gebe ich zu. Das macht aber nichts, weil das kann man auch einstellen, dass das größer ist. Es geht um den Sound. Lauscht einfach mal mit meinem Mikrofon, was ich jetzt bei mir habe. Das ist echt irre. Das ist ein Notebook, Freunde. Ein Notebook. Also ich denke, das soll schon als Beispiel reichen. Ich muss hier wirklich schon lauter werden, sonst hört ihr mich gar nicht mehr. Es ist absolut irre, was hier Lenovo an Sound aus einem Notebook holt. Ich hoffe, ihr habt das jetzt so ein bisschen gehört. Ich bin da immer noch ganz, ganz geflasht, weil das wirklich Wahnsinn ist, was da Lenovo macht. Thema Benchmark-Tests gucken wir uns jetzt auch noch an und da würde ich sagen, ich blende euch so mal die Benchmark-Tests ein, die ich benutzt habe. Unter anderem habe ich den Cinebench R15 benutzt. Dann als weiteres haben wir den 3D-Mark benutzt im Firestrike-Test und auch in der CPU. Und wir haben zum Schluss mit dem Schreibtool bzw. mit dem Crystal Disk Mark Tool die Festplatte getestet. Ich denke mal, das zeige ich euch einfach jetzt mal so hintereinander weg mit ein bisschen Musik und das Ganze mal zum Genießen.
Fazit zu dem Lenovo Convertible 9i in der 7. Generation ist durchweg positiv. Also ganz ehrlich, ich habe den Kauf nicht bereut und es hat schon jetzt wahnsinnig viel Spaß gemacht, in den ersten Tagen mit dem Gerät zu arbeiten. Die Akkulaufzeit ist vollkommen in Ordnung, selbst wenn ihr bei 4K-Display richtig Banane macht, habt ihr viele Stunden Freude dran. Und wenn man das Ganze ein bisschen im Akkusparmodus betreibt, dann kommt man locker 8-9 Stunden über den Tag, je nachdem. Das kann natürlich sich immer ein bisschen variieren, ja, aber das waren erstmal so meine Testergebnisse. Und ja, es geht auch noch länger, viel länger sogar, muss man dementsprechend natürlich auf gewisse Sachen verzichten. Aber das ist ganz klar, der Akku braucht ja auch dann irgendwo dementsprechend die Möglichkeiten länger zu halten. Verarbeitungstechnisch sensationell, hat mir super gefallen. Das Design ist hervorragend, das habe ich euch gezeigt. Das hat mir auch so ein bisschen, ja, die Sprache verschlagen, weil dieses runde und dieses vernünftige, durchweggezogene Bild eines Notebooks hat man sehr selten. Beziehungsweise gibt es immer manchmal so scharfe Kanten, was ich nicht so mag. Deshalb finde ich das Design prima und das ist Lenovo auf jeden Fall gelungen. Schade ist, dass man nicht 32 GB Speicher verbauen kann oder könnte. Das ist wirklich so ein Manko, wo ich sage, Lenovo beim nächsten ruhig mal ein bisschen mehr Performance geben. Manch einer braucht mobil also doch ein bisschen mehr Power. Aber für alle Anwendungen, die ich brauche, reicht dieses Teil nicht bloß aus, sondern hat Performance satt. Ihr habt das gesehen in den Benchmarks. Das Ding war schneller als meine Black Lady hier im Hintergrund. Also da war ich schon wahnsinnig erstaunt. Ja, also diese CPU im mobilen Bereich hält locker mit dieser Variante 7820, also der Skylake CPU ohne mit der Wimper zu zucken. Das fand ich richtig nice, zumal die beide die gleichen Kerne haben von der Anzahl her. Von daher top, absolut spitzenmäßig. Display gibt es überhaupt nicht zu meckern. Eine wunderbare Darstellung, grafisch, von den Farben, alles so, wie man sich das vorstellt. Das ist lobenswert. Verarbeitung vom Gehäuse sehr stabil, sehr robust durch das Aluminium. Auch das ist sehr top. Da gab es überhaupt nichts zu meckern. Soundmäßig muss ich sagen, habe ich noch nie ein Notebook gehört, was so einen guten Klang hatte wie dieses hier. Und ich habe euch das versucht zu verdeutlichen mit dem Mikrofon. Ob es mir gelungen ist, müsst ihr selber entscheiden. Würde ich das nochmal kaufen? Ja, auf jeden Fall. Würde ich machen. Würde ich wirklich machen, ohne Mist. Und wenn ihr Lust und Laune habt, ich gebe euch unter dem Video 2 Varianten für Amazon. Das sind Affiliate-Links. Wenn ihr das also über diesen Link kauft, dann unterstützt ihr diesen Kanal ein bisschen. Das tut euch nicht weh, das kostet nicht mehr Geld und mir bereitet es etwas mehr Freude diesbezüglich. Wenn ihr da also Lust und Laune habt, checkt mal die Videobeschreibung aus. Ja, dann sind wir durch mit dem Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, sorry, ich kann leider die englischsprachigen Zuschauer nicht so mit Untertitel bedienen, wie ich es gerne hätte. Das tut mir sehr leid. Ich hoffe, trotz alledem, anhand der gezeigten Sachen konnten sich auch diese Zuschauer einen Eindruck von dem Lenovo machen. Ich finde spitze, mir gefällt es wahnsinnig gut und meine Nase hat mich nicht, wie sagt man so schön, betrogen, als ich das auf der CES gesehen habe. Natürlich nur online, ist ganz klar. Ich war angefixt und das hat sich auch gelohnt, das Ganze hier zu kaufen. So, dann ihr Lieben, jetzt aber wirklich Schluss für heute. Bleibt mir schön gesund, bleibt mir gewogen. Ich verabschiede mich und bin raus und wir sehen uns, wenn ihr wollt, beim nächsten Video wieder. Macht's gut, euer Big L. Ciao.